Es gibt Momente in deinem Leben, in denen du ein Wort hörst, nur ein einziges Wort, und plötzlich verändert sich alles. Plötzlich verstehst du etwas, das du vorher nicht verstanden hast. Plötzlich erkennst du eine Wahrheit über die Welt, die dir vorher verborgen war. Und dieser Moment, dieser transformative Moment, dieser Moment kommt, wenn du die richtige Sprache lernst. Nicht einfach Vokabeln lernen, nicht einfach Grammatik auswendig lernen, nein, wenn du die Seele einer Sprache verstehst. Wenn du erkennst, dass Sprache nicht nur Kommunikation ist. Sprache ist Philosophie. Sprache ist die Art, wie ein Volk denkt. Sprache ist die Kodierung einer ganzen Kultur in Wörtern. Und genau darum sind wir heute hier. Denn es gibt 6 deutsche Wörter, nur 6, die in keiner anderen Sprache der Welt existieren. Nicht, weil andere Sprachen sie nicht übersetzen können, sondern weil andere Kulturen sie nicht brauchen. Andere Kulturen brauchen diese Wörter nicht, weil andere Kulturen anders denken. Andere Kulturen haben andere Prioritäten. Andere Kulturen haben andere Gefühle. Aber Deutsche haben diese Wörter erfunden, weil Deutsche diese Gefühle, diese Konzepte, diese existenziellen Wahrheiten intensiv erleben. Und wenn du diese 6 Wörter verstehst, wenn du wirklich verstehst, was sie bedeuten, nicht nur was sie aussagen, dann verstehst du Deutschland. Dann verstehst du die deutsche Seele. Dann verstehst du, warum Deutsche so sind, wie sie sind. Lass mich dir zunächst etwas erklären, das fundamental ist. Es gibt ein Konzept in der Sprachwissenschaft, das sich Sapir-Whorf-Hypothese nennt. Das ist eine Theorie, die besagt, die Sprache, die du sprichst, formt die Art, wie du denkst. Die Sprache, die du sprichst, bestimmt, was du sehen kannst und was du nicht sehen kannst. Die Sprache, die du sprichst, prägt deine Weltanschauung. Das klingt vielleicht abstrakt, aber lass mich dir ein konkretes Beispiel geben. Die Inuit, die Eskimos, sie haben, das ist tatsächlich ein Mythos, aber es illustriert den Punkt, sie haben viele verschiedene Wörter für Schnee. Und nicht, weil die Inuit obsessiv über Schnee nachdenken, sondern weil Schnee für die Inuit eine existenzielle Realität ist. Schnee ist überall. Schnee ist wichtig. Schnee bestimmt ihr Leben. Und deswegen haben sie viele Wörter dafür. Und mit jedem Wort, mit jedem spezifischen Wort für verschiedene Arten von Schnee kommt eine ganze Philosophie. Eine ganze Art, die Welt zu sehen. Und genau das ist der Fall mit deutschen Wörtern. Deutsche haben bestimmte Wörter, weil Deutsche bestimmte Dinge intensiv erleben. Deutsche haben bestimmte Wörter, weil Deutsche existenziell über bestimmte Gefühle nachdenken. Und das ist nicht zufällig. Das ist nicht willkürlich. Das ist das Ergebnis von Jahrhunderten von Kultur, von Philosophie, von Geschichte. Jetzt fragst du dich vielleicht, okay, aber warum gerade Deutsche? Warum hat Deutschland diese spezielle Kultur entwickelt, in der man für alles ein tiefes philosophisches Wort braucht? Und das ist eine sehr gute Frage. Die Antwort liegt teilweise in der Geschichte. Deutschland, und hier meine ich die deutschsprachigen Regionen, war über Jahrhunderte ein Ort der Philosophie, der Aufklärung, der existenziellen Fragen. Im 18. und 19. Jahrhundert, während der Romantik, während Goethe und Schiller schrieben, während Beethoven komponierte, da war Deutschland nicht einfach ein Land.
Deutschland war eine Kulturlandschaft der Tiefe, der Reflexion, des Tiefgangs. Und in dieser Zeit, während der Romantik, da wurde klar, dass normale Wörter nicht ausreichen. Normale Wörter können nicht die Komplexität von menschlichen Gefühlen erfassen. Normale Wörter können nicht die existenzielle Qual ausdrücken, die Deutsche zu dieser Zeit erlebten. Und deswegen begannen Deutsche, Wörter zu erfinden. Oder besser, deswegen begannen Deutsche, ihre Gefühle so präzise zu benennen, dass neue Wörter entstanden. Und das ist der Kern von dem, was wir heute besprechen werden. Wir werden nicht einfach nur Vokabeln lernen. Wir werden verstehen, warum Deutsche diese Wörter brauchten. Wir werden verstehen, wie diese Wörter die deutsche Seele offenbaren. Wir werden verstehen, dass diese Wörter nicht einfach nur sprachlich interessant sind, sie sind philosophischer, sie sind psychologisch, sie sind existenziell. Lass mich dir eine Person vorstellen. Ihr Name ist Marie. Marie ist 24 Jahre alt und kommt aus Frankreich. Sie ist intelligent, reflektiert und sie hat Deutsch gelernt, nicht aus beruflichen Gründen, sondern weil sie die deutsche Philosophie lieben wollte. Kwaijon. Sie wollte Hegel lesen. Sie wollte Schopenhauer verstehen. Sie wollte in der Originalsprache lesen, damit sie die tiefsten Bedeutungen erfassen konnte. Und dann, nach mehreren Monaten in Deutschland, dann passierte etwas. Dann begann Marie zu bemerken, dass es Wörter gab, die sie nicht übersetzen konnte. Nicht, weil sie nicht genug Deutsch konnte, sondern weil diese Wörter in ihrer Originalsprache im Französischen einfach nicht existierten. Und das faszinierte sie. Das machte sie neugierig. Und das war der Moment, in dem Marie verstand, dass Sprache mehr ist als Kommunikation. Sprache ist ein Fenster in die Seele einer Kultur. Und das ist genau, was du heute erleben wirst. Du wirst 6 Fenster öffnen. Du wirst in 6 verschiedene Aspekte der deutschen Seele schauen. Und wenn du diese Reise zu Ende gegangen bist, dann wirst du Deutschland verstehen. Nicht nur als ein Land mit Regeln und Ordnung, nicht nur als ein Land mit großartiger Kultur, sondern als ein Land der Tiefe. Als ein Land der existenziellen Reflexion. Als ein Land, in dem Gefühle nicht einfach gefühlt werden. Gefühle werden durchdacht. Gefühle werden erforscht. Gefühle werden in Wörter verwandelt, die die Komplexität dieser Gefühle vollständig erfassen. Auch, welche sind diese 6 Wörter? Lass mich sie dir aufzählen, damit du weißt, worauf wir uns freuen können. Das erste Wort ist Feierabend. Und das ist nicht einfach nach der Arbeit. Das ist ein Konzept, eine Philosophie, eine Art, wie Deutsche ihr Leben strukturieren. Das zweite Wort ist Sehnsucht. Das ist, und ich sage dir das jetzt schon, das tiefste, das emotionalste Wort, das wir heute besprechen werden. Das ist nicht einfach Longing. Das ist eine existenzielle Qual, die nur Deutsche vollständig verstehen. Das dritte Wort ist Gemütlichkeit. Das ist das Gegenteil von Sehnsucht. Das ist Wärme, Behaglichkeit, eine Art Zustand des absoluten Wohlbefindens. Das vierte Wort ist Fingerspitzengefühl. Das ist Subtilität. Das ist Empathie auf einer psychologischen Ebene, die schwer zu erklären ist, aber die du sofort erkennen wirst, wenn du es siehst. Das fünfte Wort ist Torschlusspanik. Das ist existenzielle Angst.
Das ist die Panik, dass die Zeit abläuft, dass du zu spät kommst. Das ist ein Wort, das Deutsche verstehen, das aber andere Kulturen schwer nachvollziehen können. Und das 6. und letzte Wort, das ist Weltschmerz. Das ist das intensivste, das tiefste, das philosophischste Wort von allen. Das ist nicht einfach Traurigkeit. Das ist kosmische Qual. Das ist das Verständnis, dass die Welt mehr Leiden hat, als die Oberflächenfreundlichkeit zeigt. Und während wir durch diese 6 Wörter gehen, während wir jeden einzelnen auseinandernehmen, während wir verstehen, warum Deutsche sie brauchen, während wir die Geschichten hinter ihnen entdecken, dann werden wir auch verstehen, dass diese Wörter nicht isoliert sind. Diese Wörter sind verbunden. Diese Wörter erzählen eine Geschichte. Die Geschichte der deutschen Seele. Die Geschichte einer Kultur, die tief denkt. Die Geschichte einer Kultur, die ihre Gefühle ernst nimmt. Und jetzt möchte ich dir etwas sagen, das sehr wichtig ist. Es gibt ein häufiges Missverständnis über Deutschland. Menschen denken, dass Deutsche kühl sind. Menschen denken, dass Deutsche emotionslos sind. Menschen denken, dass Deutsche nur Regeln und Ordnung kennen. Aber das ist nicht wahr. Das ist, und ich möchte das wirklich betonen, das ist das Gegenteil von wahr. Deutsche sind tiefgreifend emotional. Deutsche sind existenziell reflektiert. Deutsche kümmern sich intensiv um ihre Gefühle. Aber, und das ist der Unterschied, Deutsche zeigen ihre Gefühle nicht oberflächlich. Deutsche zeigen ihre Gefühle durch Worte, durch Verständnis, durch tiefes Nachdenken. Und das ist das, was wir in den nächsten 50 Minuten entdecken werden. Wir werden entdecken, dass Deutsche, während sie nach außen hin kühl und strukturiert wirken, tatsächlich Meister der emotionalen Komplexität sind. Kennst du das Gefühl, wenn du ein Wort hörst und plötzlich verstehst dein ganzes Leben anders? Kennst du das Gefühl, wenn eine einzelne Phrase, eine einzelne Wortkombination plötzlich macht, dass alles Sinn macht? Dann freue dich. Denn genau das ist, was in den nächsten 50 Minuten passieren wird. Du wirst Wörter hören, die dein Verständnis von dir selbst verändern werden. Du wirst Konzepte verstehen, die du immer gefühlt hast, aber die du nie benennen konntest. Und am Ende dieser Reise, am Ende dieser Erkundung der 6 Wörter, dann wirst du verstehen, warum dieses Video den Titel trägt, den es trägt. Die 6 deutschen Wörter, die dein Leben verändern. Weil sie nicht einfach nur interessant sind. Sie sind transformativ. Sie sind für dich ein Tor zu einer tieferen Weise, die Welt zu verstehen. Also, bist du bereit? Bist du bereit, in die Tiefe der deutschen Sprache einzudringen? Bist du bereit, deine Weltanschauung zu verändern? Dann lass uns anfangen. Lass uns in das erste Wort eintauchen. Lass uns verstehen, was Feierabend wirklich bedeutet. Stell dir vor, es ist 17 Uhr. Punkt 17 Uhr. Ein Mann, sein Name ist Stefan, sitzt in einem großen Büro in Berlin. Stefan ist 42 Jahre alt. Er ist ein guter Arbeiter. Er ist pünktlich. Er ist gewissenhaft. Und er hat den ganzen Tag konzentriert gearbeitet. Von 9 Uhr morgens bis jetzt, bis 17 Uhr, hat Stefan gearbeitet. Und jetzt passiert etwas sehr Deutsches. Jetzt passiert etwas, das für Menschen aus anderen Kulturen manchmal unverständlich ist.
Stefan packt seine Taschen. Stefan schließt seinen Computer. Stefan steht auf und Stefan geht. Nicht um 17:05 Uhr. Nicht um 17:10 Uhr. Um 17 Uhr. Stefan verlässt das Büro. Und während Stefan geht, während er die Tür hinter sich schließt, während er sein Handy ausschaltet, da passiert etwas in Stefans Kopf. Eine mentale Transformation. Eine psychologische Grenzziehung. Stefan ist nicht mehr bei der Arbeit. Stefan ist jetzt in seinem Feierabend. Und das ist das erste Geheimnis, das du über Feierabend verstehen musst. Es ist nicht einfach nach der Arbeit. Es ist nicht einfach frei sein. Es ist eine mentale Grenze. Es ist ein psychologischer Zustand. Es ist eine Art, wie Deutsche ihr Leben in zwei perfekt getrennte Teile teilen. Arbeit und Freizeit. Und diese Trennung, diese scharfe, klare Trennung, die ist heilig. Lass mich dir das etymologisch erklären. Das Wort Feierabend besteht aus zwei Teilen. Feier, das bedeutet Fest, Celebration, etwas Freudiges. Und Abend, das bedeutet Abend, der Ausklang des Tages. Zusammen bedeutet es der Abend, an dem du feierst, dass die Arbeit vorbei ist. Das ist keine kleine Sache. Das ist nicht nur ein sprachliches Konzept. Das ist eine kulturelle Philosophie. Und jetzt möchte ich dir erklären, warum Deutsche Feierabend so ernst nehmen. Warum Feierabend nicht einfach Arbeitsschluss ist, sondern etwas viel Tieferes. In vielen anderen Kulturen, besonders in Amerika, aber auch in Asien, gibt es diese scharfe Trennung nicht. Ein Amerikaner kann um 17 Uhr sein Büro verlassen, aber er bleibt mental bei der Arbeit. Er antwortet noch auf E-M-A-I-L-S. Er denkt über Projekte nach. Er kann jederzeit angerufen werden. Und das ist, aus der amerikanischen Perspektive, normal. Das ist Teil der Arbeitskultur. Das ist sogar etwas Positives. Es zeigt, dass du engagiert bist. Dass du dich kümmerst. Aber in Deutschland ist das nicht akzeptabel. In Deutschland, wenn dein Feierabend anfängt, dann ist deine Arbeit vorbei. Die Arbeit ist vorbei. Du antwortest nicht auf E-Mails. Du denkst nicht über Projekte nach. Du bist nicht erreichbar. Und das ist nicht etwas, das dein Chef dir verbietet. Das ist etwas, das die Kultur dir sagt. Das ist etwas, das Deutsche verstehen, ohne dass jemand es ihnen sagen muss. Und warum ist das so? Warum haben Deutsche diese intensive Beziehung zum Feierabend? Die Antwort liegt in der deutschen Psychologie. Die Antwort liegt in der Idee, dass Freizeit genauso wichtig ist wie Arbeitszeit. Die Antwort liegt in der Überzeugung, dass wenn du nicht richtig erholt bist, wenn du nicht wirklich frei bist während deines Feierabends, dann kannst du morgen nicht gut arbeiten. Das ist nicht egoistisch. Das ist nicht faul. Das ist rational. Das ist logisch. Das ist pragmatisch. Deutsche verstehen, dass der menschliche Geist eine Batterie ist. Und wenn du die Batterie nicht wieder aufladest, wenn du nicht wirklich vollständig Pause machst, dann wird die Batterie leer. Und wenn die Batterie leer ist, dann kannst du nicht gut denken. Du kannst nicht gut arbeiten. Du kannst nicht gut leben. Und das ist, und ich möchte das wirklich betonen, das ist nicht etwas, das nur Elitearbeiter verstehen. Das ist etwas, das alle Deutschen verstehen. Vom Busfahrer bis zum CEO. Vom Pfleger bis zum Anwalt. Von der Reinigungskraft bis zum Professor. Alle Deutsche verstehen, dass Feierabend heilig ist. Und alle Deutsche respektieren diese Heiligkeit.
Jetzt möchte ich dir noch etwas erklären. Es gibt verschiedene Arten von Feierabend. Das ist wichtig, weil es zeigt, dass Feierabend nicht einfach nur keine Arbeit bedeutet. Es bedeutet, dass du dich bewusst von der Arbeit trennst und dich bewusst in die Freizeit begibst. Es gibt den schnellen Feierabend. Das ist, wenn Stefan direkt nach der Arbeit nach Hause geht. Er sitzt auf der Couch, er liest ein Buch, er schaut Fernsehen. Er ist allein. Das ist eine Art, Feierabend zu haben. Es ist eine passive Art, aber es ist eine echte Art. Es gibt den sozialen Feierabend. Das ist, wenn Stefan sich mit Freunden trifft. Sie gehen in eine Kneipe. Sie trinken Bier. Sie reden. Sie lachen. Das ist ein aktiver Feierabend. Aber es ist immer noch ein Feierabend, weil Stefan nicht arbeitet. Stefan ist nicht gestresst. Stefan ist nicht produktiv. Stefan ist einfach da. Stefan ist anwesend. Es gibt den aktiven Feierabend. Das ist, wenn Stefan nach der Arbeit joggen geht oder ins Fitnessstudio oder einen langen Spaziergang macht. Das ist Feierabend, nicht weil Stefan sich nicht anstrengt, sondern weil die Anstrengung freiwillig ist. Die Anstrengung bringt Stefan Freude. Das ist das Unterscheidende. Und es gibt den häuslichen Feierabend. Das ist, wenn Stefan nach Hause kommt und sich Zeit nimmt, Dinge zu tun, die ihm Freude bringen. Kochen, Musik spielen, mit seiner Familie Zeit verbringen. Alles, das Stefan freut. Das ist der Feierabend. Aber das Wichtigste an allen diesen verschiedenen Arten von Feierabend ist, sie sind alle von der Arbeit getrennt. Sie alle haben diese mentale Grenzziehung. Sie alle haben dieses Verständnis. Jetzt bin ich nicht mehr bei der Arbeit. Jetzt bin ich frei. Und jetzt möchte ich dir noch etwas sehr Wichtiges erzählen. Es gibt in Deutschland, das ist wirklich wahr, Menschen, die ihre Feierabendzeit so ernst nehmen, dass sie gegen ihren Arbeitgeber kämpfen, wenn der Feierabend nicht respektiert wird. Und das ist nicht egoistisch. Das ist nicht faul. Das ist ein Recht. Das ist eine Gesundheitsfrage. In vielen deutschen Arbeitsverträgen steht es explizit. Der Arbeitgeber darf den Arbeitnehmer während des Feierabends nicht kontaktieren, es sei denn, es gibt einen echten Notfall. Das ist nicht etwas, das der Arbeitgeber freiwillig tut, das ist etwas, das das Gesetz verlangt. Das ist etwas, das die deutsche Gesellschaft verlangt. Und wenn ein Arbeitgeber ein Feierabend nicht respektiert, wenn ein Arbeitgeber erwartet, dass du auch während deines Feierabends erreichbar bist, dann können Deutsche diesen Job verlassen. Deutsche können sagen, das ist nicht akzeptabel. Das ist gegen mein Wohlbefinden. Das ist gegen mein Recht auf Erholung. Kennst du das? Kennst du dieses Gefühl, dass du nach der Arbeit, wirklich nach der Arbeit, einfach weg sein kannst? Dass dein Handy aus ist? Dass niemand dich erreichen kann? Dass du nicht an die Arbeit denken musst? Wenn du das noch nicht erlebt hast, dann möchte ich dir sagen, das ist Feierabend. Und jetzt möchte ich dir etwas über die psychologische Dimension von Feierabend erzählen. Es gibt Forschung, tatsächliche psychologische Forschung, die zeigt, dass Menschen, die diese klare Trennung zwischen Arbeit und Freizeit haben, glücklicher sind. Sie sind weniger gestresst. Sie sind weniger Burnout anfällig.
Sie leben länger. Und das ist nicht zufällig. Das ist biologisch. Oh, wow, das ist psychologisch. Der menschliche Körper, das menschliche Gehirn, sie brauchen Pausen. Sie brauchen echte Pausen. Nicht nur körperliche Pausen, mentale Pausen. Psychologische Pausen. Das ist etwas, das Deutsche intuitiv verstanden haben. Und das ist etwas, das sie in ihre Kultur kodiert haben. Und das ist etwas, das sie in einem Wort ausgedrückt haben. Feierabend. Und jetzt möchte ich dir noch einen wichtigen Punkt erklären. Es gibt einen großen kulturellen Unterschied, den viele Menschen nicht verstehen. In Amerika, wenn jemand sagt, I work hard, das ist ein Kompliment. Das ist etwas Positives. Das zeigt, dass du engagiert bist, dass du dich kümmerst. Aber in Deutschland, wenn jemand sagt, ich arbeite hart, das ist nicht einfach ein Kompliment. Das ist auch ein Verständnis dafür, dass du danach auch richtig erholt. Deutsche verstehen, dass Hard Work nicht bedeutet, dass du 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche bei der Arbeit bist. Deutsche verstehen, dass hart arbeiten nur funktioniert, wenn du danach auch richtig pausierst. Das ist ein fundamentaler Unterschied. Das ist ein kultureller Unterschied. Das ist ein Unterschied in der Philosophie, wie man leben sollte. Und das führt mich zu etwas sehr Wichtigem. Es gibt, und das ist traurig, aber es ist wahr, es gibt in vielen anderen Ländern junge Menschen, die nie richtig Feierabend hatten. Sie arbeiten in Jobs, wo der Feierabend nicht respektiert wird. Sie sind immer online. Sie sind immer erreichbar. Sie sind immer gestresst. Und sie wissen nicht, dass es anders sein könnte. Sie wissen nicht, dass Feierabend eine Option ist. Feierabend ist ein Menschenrecht. Und wenn diese jungen Menschen nach Deutschland kommen, wenn sie anfangen, in Deutschland zu arbeiten, dann entdecken sie dieses Konzept. Sie entdecken, dass Feierabend existiert. Und das verändert ihr Leben. Das verändert ihr Wohlbefinden. Das verändert ihre psychische Gesundheit. Ich kenne persönlich Menschen aus Amerika, aus Asien, aus anderen Ländern, die nach Deutschland gekommen sind, und die haben mir gesagt, das Konzept von Feierabend, das hat mein Leben gerettet. Und das ist nicht dramatisch. Das ist die Wahrheit. Und jetzt, zum Abschluss von diesem Kapitel, möchte ich dir eine Frage stellen. Es ist eine Frage, die du dir selbst stellen solltest. Wie ist dein Feierabend? Hast du einen echten Feierabend? Hast du diese mentale Grenzziehung zwischen Arbeit und Freizeit? Oder sind deine Arbeit und deine Freizeit vermischt? Sind sie verschwommen? Wenn deine Antwort ja, ich habe einen echten Feierabend ist, dann glücklich. Du lebst wie ein Deutscher, unabhängig davon, wo du lebst. Und wenn deine Antwort nein, ich habe keinen echten Feierabend ist, dann ist es Zeit, das zu ändern. Es ist Zeit, dass du dir selbst diese Grenzziehung gibst. Es ist Zeit, dass du verstehst, dass Feierabend nicht etwas ist, das man sich verdienen muss. Feierabend ist etwas, das man sich nehmen muss. Feierabend ist eine Akt der Selbstliebe. Feierabend ist eine Akt des Selbstschutzes. Und das ist die erste Lektion, die die deutschen Wörter dir heute lehren werden. Dein Wohlbefinden ist wichtig. Deine Erholung ist wichtig. Deine Freizeit ist wichtig. Und das ist nicht egoistisch. Das ist notwendig.
Es ist Sonntag. Es regnet. Ein schwerer, grauer Regen. Der Himmel ist so dunkel, dass es aussieht, als wäre es schon Abend, obwohl es erst 15 Uhr ist. Eine junge Frau, ihr Name ist Anna, sitzt am Fenster ihres Zimmers. Sie sitzt schon seit einer Stunde hier. Sie sitzt einfach da und schaut hinaus. Und während Anna hinausschaut, während sie den Regen beobachtet, während sie die grünen Bäume sieht, die sich im Wind bewegen, da fühlt sie etwas. Etwas, das schwer zu erklären ist. Etwas, das mehr ist als Traurigkeit. Etwas, das tiefer geht als normale Gefühle. Anna denkt an einen Ort, an dem sie noch nie war. Ein Ort, den sie vielleicht nie besuchen wird. Sie denkt an einen Menschen, den sie vielleicht nie treffen wird. Sie denkt an eine Zeit in ihrer Zukunft, die vielleicht nie kommt. Und während sie diese Dinge denkt, während sie sich nach diesen unmöglichen Dingen sehnt, da fühlt sie sich überwältigt. Sie fühlt sich nicht traurig. Sie fühlt nicht Sehnsucht im englischen Sinne, nicht einfach Longing. Sie fühlt etwas viel Tieferes. Etwas, das nur ein deutsches Wort vollständig erfassen kann. Sie fühlt Sehnsucht. Und Sehnsucht. Das ist das zweite Wort, das dein Leben verändern wird. Weil Sehnsucht ist nicht einfach ein Gefühl. Sehnsucht ist eine Existenzweise. Sehnsucht ist eine Art, die Welt zu sehen. Sehnsucht ist das Herz der deutschen Kultur. Lass mich dir erklären, warum Sehnsucht nicht einfach Longing oder Yearning ist. Das englische Wort Longing, das impliziert, dass du etwas möchtest, das du bekommen kannst. Du sehnst dich nach deiner Familie, nach einem langen Tag, aber du wirst sie bald sehen. Das ist Longing. Das ist eine temporäre Emotion. Das wird gelöst werden, wenn du deine Familie siehst. Aber Sehnsucht? Sehnsucht ist anders. Sehnsucht ist eine Sehnsucht nach etwas, das vielleicht unerreichbar ist. Sehnsucht ist eine Sehnsucht nach etwas, das du möglicherweise nie haben wirst. Sehnsucht ist die Sehnsucht nach einem Zustand, nicht nach einem Objekt, sondern nach einem Zustand des Seins. Und das ist fundamental anders. Das etymologische Wort Sehnsucht, es kommt von sehnen, was sich wünschen, sich sehnen bedeutet. Und Sucht, was Krankheit, Leidenschaft, intensives Verlangen bedeutet. Zusammen bedeutet es. Eine Krankheit, ein Leiden, eine intensive Leidenschaft nach etwas, das du dir sehnlich wünschst. Das ist nicht einfach eine Emotion. Das ist eine existenzielle Kondition. Und jetzt möchte ich dir erklären, warum Deutsche dieses Gefühl so tiefgreifend verstehen. Die Antwort liegt in der deutschen Romantik. Im 18. und 19. Jahrhundert, während der romantischen Periode, da war Deutschland ein Zentrum der existenziellen Fragen. Goethe schrieb über Sehnsucht, Schiller schrieb über Sehnsucht, Heine schrieb über Sehnsucht. Und die Musik, Schubert, Brahms, Wagner, sie alle komponierten Sehnsucht in ihre Musik. Und das war nicht einfach literarische Mode. Das war nicht einfach künstlerisch. Das war das Herz der deutschen Kultur. Deutsche verstanden auf einer tiefen existenziellen Ebene, dass das Leben nicht einfach erfüllbar ist. Das Leben ist auch Verlangen. Das Leben ist auch das, das du nicht hast. Das Leben ist auch das, das du vermisst, bevor du es überhaupt hattest. Das ist, und ich möchte das wirklich betonen, das ist nicht pessimistisch. Das ist nicht depressiv.
Das ist, und hier ist das deutsche Wort für diesen Zustand, wahr. Das ist wahr. Das ist Realität. Lass mich dir das konkretisieren. Stell dir vor, du bist 25 Jahre alt. Du sitzt in deinem Zimmer. Du schaust ein Foto von Island. Du hast noch nie Island besucht. Du wirst vielleicht nie Island besuchen. Es ist zu teuer. Es ist zu weit weg. Aber während du das Foto anschaust, während du diese Gletscher siehst, diese schwarzen Strände, diesen unwirtlichen, schönen Ort, da sehnst du dich. Du sehnst dich nach Island. Aber nicht nur nach Island, du sehnst dich nach der Freiheit, Island zu besuchen. Du sehnst dich nach der Person, die du wärst, wenn du in Island wärst. Du sehnst dich nach einem Zustand des Lebens, der vielleicht unmöglich ist. Das ist Sehnsucht. Oder stell dir vor, du schreibst mit einer Person online. Eine Person, die du online kennengelernt hast. Diese Person lebt auf der anderen Seite der Welt. Du weißt, dass es statistisch wahrscheinlich ist, dass ihr euch nie treffen werdet. Aber während du mit dieser Person schreibst, während du ihre Gedanken liest, während du dich mit ihr verbunden fühlst, da sehnst du dich Du sehnst dich nach dieser Person. Du sehnst dich nach der Beziehung, die ihr haben könntet, wenn die Geografie anders wäre. Du sehnst dich nach einer Realität, die nicht existiert. Das ist Sehnsucht. Und Sehnsucht hat noch zwei verwandte Konzepte, die ich dir erklären sollte. Das erste ist Fernweh. Fernweh ist wörtlich Fernweh, der Schmerz der Ferne. Es bedeutet das Verlangen, in die Ferne zu reisen, an einen weit entfernten Ort zu gehen. Es ist verwandt mit Sehnsucht, aber es ist spezifischer. Fernweh ist die Sehnsucht nach Entfernung. Fernweh ist das Verlangen, weg zu sein. Das zweite verwandte Konzept ist Heimweh. Heimweh ist wörtlich Heimatweh, der Schmerz der Heimat. Es bedeutet das Verlangen, nach Hause zu gehen, wenn du weg bist. Heimweh ist das Verlangen nach dem, das du verlassen hast. Aber Sehnsucht. Sehnsucht ist etwas anderes. Sehnsucht ist nicht unbedingt nach Ort. Sehnsucht ist nicht unbedingt nach Person. Sehnsucht ist nach einem Zustand. Sehnsucht ist nach etwas Tieferem. Sehnsucht ist, und das ist das Wichtigste, Sehnsucht ist nach etwas, das du vielleicht nicht einmal benennen kannst. Und ich möchte das wirklich betonen, das ist sehr deutsch. Deutsche haben die Fähigkeit, ihre Gefühle zu artikulieren, auch wenn die Gefühle vage sind. Deutsche haben die Fähigkeit, nach etwas zu sehnen, ohne genau zu wissen, was sie sehnen. Und statt zu sagen, ich weiß nicht, was ich fühle, statt das Gefühl zu ignorieren, sagen Deutsche, ich habe Sehnsucht. Und damit akzeptieren sie das Gefühl. Damit anerkennen sie, dass dieses Gefühl real ist, auch wenn es nicht benennbar ist. Jetzt möchte ich dir noch etwas über Sehnsucht erzählen, das sehr wichtig ist. Es gibt einen psychologischen Aspekt von Sehnsucht, der mit Identität zu tun hat. Wenn du Sehnsucht fühlst, wenn du nach etwas sehnst, das du nicht haben kannst, dann zeigt das, dass du dich als jemanden siehst, der dieses etwas verdient. Du sehnst dich nach Island, weil du tief in dir glaubst, dass du eine Person bist, die Island verdient, auch wenn du dorthin nie gehen kannst. Du sehnst dich nach dieser Person auf der anderen Seite der Welt, weil du glaubst, dass ihr zusammen sein könntet, auch wenn die Geografie das verhindert. Sehnsucht ist,
und das ist wunderbar. Sehnsucht ist ein Zeichen von Hoffnung. Sehnsucht ist ein Zeichen, dass du an etwas glaubst, das größer ist als deine aktuelle Realität. Und das ist absolut zentral für die deutsche Kultur. Deutsche sind nicht pessimistisch im Sinne, dass sie nicht an etwas glauben. Deutsche sind realistisch im Sinne, dass sie verstehen, dass das Leben komplex ist, dass das Leben voller Verlangen ist. Aber Deutsche akzeptieren dieses Verlangen. Deutsche umarmen dieses Verlangen. Deutsche setzen dieses Verlangen in ihre Musik, in ihre Literatur, in ihre Kultur. Schiller schrieb: Der tiefste Sinn liegt in dem Märchen. Mein Herz empfindet mehr, als meine Sprache sagen kann. Das bedeutet, der tiefste Sinn liegt in der Geschichte. Mein Herz empfindet mehr, als meine Sprache sagen kann. Und das ist genau das, was Sehnsucht ist. Es ist das Gefühl, das dein Herz empfindet, das deine Sprache nicht vollständig erfassen kann. Es ist das Gefühl, das tiefer ist als Worte. Und es ist das Gefühl, das Deutsche mit einem Wort erfasst haben. Sehnsucht. Und jetzt möchte ich dir noch etwas erzählen, das sehr persönlich ist. Es gibt, und ich weiß das aus Gesprächen mit vielen Menschen, es gibt ein universelles menschliches Erlebnis. Es ist das Erlebnis, am Bahnhof zu sein und jemanden zu verabschieden. Du umarmst diese Person, du weißt nicht, wann du sie wiedersehen wirst. Und während der Zug abfährt, während du zusahst, wie der Zug mit dieser Person davonfährt, da fühlt dich eine Sehnsucht, die wörtlich dein Herz bricht. Das ist Sehnsucht. Oder es gibt das Erlebnis, in einem fremden Land zu sein, an einem wunderschönen Ort. Und plötzlich bemerkst du, dass du allein bist. Du bist an einem wunderschönen Ort, aber du hast niemanden, mit dem du das teilen kannst. Und statt Glück zu fühlen, statt Freude, da fühlst du eine Sehnsucht nach Verbindung. Eine Sehnsucht danach, dass jemand bei dir ist. Eine Sehnsucht nach etwas, das nicht an diesem Ort existiert. Das ist Sehnsucht. Und das ist, und ich möchte das wirklich betonen, das ist nicht etwas, das schlecht ist. Das ist etwas, das wunderbar ist. Sehnsucht ist die Quelle aller Kunst. Sehnsucht ist die Quelle aller Poesie. Sehnsucht ist die Quelle aller Musik. Alle großen Kunstwerke, sie stammen nicht aus Erfüllung. Sie stammen aus Sehnsucht. Sie stammen aus diesem Verlangen nach etwas, das nicht ganz erreichbar ist. Und Deutsche. Deutsche haben diese Sehnsucht in ihre Seele aufgenommen. Deutsche haben verstanden, dass Sehnsucht nicht etwas ist, das du loswerden musst. Sehnsucht ist etwas, das du feiern musst. Sehnsucht ist das Feuer, das dich am Leben hält. Kennst du dieses Gefühl? Kennst du diese tiefe, unausgesprochene Sehnsucht nach etwas, das du nicht ganz benennen kannst? Wenn ja, dann herzlich willkommen. Du bist nicht allein. Deutsche verstehen genau, wie du dich fühlst. Deutsche haben ein Wort dafür. Deutsche haben eine ganze Kultur rund um dieses Gefühl gebaut. Und das ist das zweite große Geheimnis, das die deutschen Wörter dir heute lehren werden. Nicht alle Gefühle sind lösbar. Nicht alle Gefühle haben Antworten. Einige Gefühle, die tiefsten Gefühle, sind einfach Teil des Menschseins. Und statt zu versuchen, diese Gefühle loszuwerden, statt zu versuchen, sie zu reparieren, solltest du sie anerkennen. Du solltest sie benennen. Du solltest sie in dein Leben integrieren. Du solltest Sehnsucht leben,
Nicht als Leidenschaft, sondern als Poesie. Stell dir folgende Szene vor. Es ist Samstagabend. Draußen ist es kalt. Es schneit vielleicht oder es ist einfach dunkel und grau. Aber drinnen ist es anders. Drinnen ist Wärme. Drinnen ist Licht. Ein weiches, goldenes Licht. Es gibt Kerzen. Es gibt vielleicht einen Kamin, in dem ein Feuer brennt. Es gibt eine dicke Decke. Es gibt heißen Glühwein oder Tee. Es gibt vielleicht Gebäck, ein Stück Kuchen oder warme Kekse. Und es gibt Menschen, die dir nahestehen. Menschen, die du liebst. Menschen, mit denen du dich sicher fühlst. Und während du in dieser Szene sitzt, während du die Wärme spürst, während du das Licht siehst, während du die Nähe dieser Menschen um dich herum fühlst, da passiert etwas. Da entsteht ein Gefühl. Ein Gefühl, das nicht einfach Behaglichkeit ist. Ein Gefühl, das nicht einfach Gemütlichkeit ist. Naja, das ist genau das, was es ist. Aber es ist mehr als das. Es ist ein Zustand des absoluten Wohlbefindens. Es ist ein atmosphärischer Zustand, in dem alles Stress, alles Sorgen, alles Problem außerhalb existiert, aber nicht drinnen. Drinnen existiert nur Gemütlichkeit. Und Gemütlichkeit, das ist das dritte Wort, das dein Leben verändern wird. Weil Gemütlichkeit ist nicht einfach ein Gefühl. Gemütlichkeit ist eine Lebensphilosophie. Gemütlichkeit ist die Art, wie Deutsche Stress bewältigen. Gemütlichkeit ist die deutsche Antwort auf die Härte der Welt. Lass mich dir zunächst erklären, warum Gemütlichkeit nicht einfach Coziness ist. Das englische Wort cozy, das bedeutet warm, komfortabel, angenehm. Aber Gemütlichkeit ist das. Aber es ist auch mehr. Gemütlichkeit ist ein psychologischer Zustand. Gemütlichkeit ist eine Atmosphäre. Gemütlichkeit ist eine ganze Kultur. Und das Interessante ist, Gemütlichkeit ist nicht etwas, das du erzwingen kannst. Du kannst sagen, ich werde jetzt Gemütlichkeit haben, und das funktioniert nicht. Gemütlichkeit muss entstehen. Gemütlichkeit muss wachsen. Gemütlichkeit ist das Ergebnis von bestimmten Bedingungen, bestimmten Gefühlen, einer bestimmten Atmosphäre. Und hier ist das Faszinierende. Deutsche haben diese Bedingungen genau verstanden. Deutsche wissen, was Gemütlichkeit braucht. Und Deutsche haben eine ganze Kultur darum aufgebaut, diese Bedingungen zu schaffen. Was braucht Gemütlichkeit? Zunächst braucht Gemütlichkeit Zeit. Du kannst nicht gehetzt sein und Gemütlichkeit haben. Du kannst nicht in Eile sein und Gemütlichkeit haben. Gemütlichkeit braucht einen langsamen, bedächtigen Rhythmus. Gemütlichkeit braucht die Erlaubnis, Zeit zu verlangsamen. Und das ist, und ich möchte das wirklich betonen, das ist sehr deutsch. Deutsche verstehen, dass wenn du willst, dass etwas gemütlich ist, dann musst du Zeit dafür nehmen. Und deswegen sind deutsche Sonntage langsam. Deswegen sind deutsche Cafés nicht gehetzt. Deswegen sitzen Deutsche stundenlang bei Kaffee und Kuchen und reden. Das ist nicht Zeitverschwendung. Das ist Gemütlichkeitsschaffung. Zweite. Gemütlichkeit braucht Sicherheit. Du musst dich sicher fühlen. Du musst wissen, dass du geschützt bist. Dass dich niemand angreift. Dass dich niemand urteilt. Gemütlichkeit ist ein Raum, in dem du dich selbst sein kannst, ohne Maske, ohne Prätenz.
Und das ist auch sehr deutsch. Deutsche schaffen Räume, physische und emotionale Räume, in denen Menschen sich sicher fühlen. Das ist, warum die deutsche Hauskultur so wichtig ist. Das ist, warum Deutsche ihr Zuhause so ernst nehmen. Das Zuhause ist der Ort der Gemütlichkeit. Das Zuhause ist der Ort, wo du dich selbst sein kannst. Dritte. Gemütlichkeit braucht Wärme. Nicht nur physische Wärme, sondern emotionale Wärme. Gemütlichkeit braucht Menschen, die dich mögen. Gemütlichkeit braucht Verbindung. Gemütlichkeit braucht das Gefühl, dass du nicht allein bist. Und das ist auch deutsch. Deutsche sind, trotz ihres Rufs, kühl zu sein, tatsächlich sehr warm, wenn sie sich sicher fühlen. Deutsche können gemütlich sein mit Freunden, mit Familie, mit Menschen, die sie kennen und vertrauen. Und vierte, Gemütlichkeit braucht Details. Kleine Details. Ein bestimmtes Licht. Ein bestimmter Kerzenduft. Ein bestimmter Song. Das richtige Getränk. Das richtige Essen. Gemütlichkeit ist in den Details. Und das ist extrem deutsch. Deutsche achten auf Details. Deutsche verstehen, dass wenn du ein gemütliches Erlebnis schaffen willst, dann musst du auf die kleinen Dinge achten. Die Deutschen sagen, der Teufel steckt im Detail. Das ist nicht negativ gemeint, das bedeutet, dass Details wichtig sind. Details machen den Unterschied. Jetzt möchte ich dir verschiedene Szenen von Gemütlichkeit geben, damit du wirklich verstehst, was das bedeutet. Es gibt häusliche Gemütlichkeit. Das ist, wenn du zu Hause auf der Couch sitzt mit einer Decke, mit einem guten Buch, mit einer Tasse Tee. Draußen ist es kalt, aber drinnen bist du warm und sicher. Das ist Gemütlichkeit. Es gibt soziale Gemütlichkeit. Das ist, wenn du mit Freunden sitzt, in einer Kneipe, in einem Café, im Wohnzimmer und ihr redet stundenlang. Ihr lacht. Ihr teilt eure Gedanken. Es gibt keinen Druck, keine Agenda, keine Eile. Ihr seid einfach zusammen. Das ist Gemütlichkeit. Es gibt saisonale Gemütlichkeit. Das ist besonders zur Weihnachtszeit. Es gibt Glühwein. Es gibt Weihnachtsmärkte. Es gibt Lichter. Es gibt Musik. Es gibt das Gefühl, dass alles langsam wird, dass alles warm wird, dass alles festlich wird. Das ist Gemütlichkeit. Es gibt naturale Gemütlichkeit. Das ist, wenn du in den Bergen bist, in einer Hütte, mit Freunden, mit Kaminfeuer, weit weg von der Stadt, weit weg vom Stress. Du bist einfach in der Natur, sicher warm mit den Menschen, die dir nahe stehen. Das ist Gemütlichkeit. Aber das Interessante ist, alle diese verschiedenen Arten von Gemütlichkeit, sie haben etwas Gemeinsames. Sie haben alle dieses Gefühl von Sicherheit, von Wärme, von Zeitverlangsamung, von Verbindung. Und jetzt möchte ich dir noch etwas über Gemütlichkeit erzählen, das sehr wichtig ist. Es gibt einen Grund, warum Deutsche so viel Wert auf Gemütlichkeit legen. Und dieser Grund ist historisch. Das ist eine historische Tatsache. Deutschland ist ein Land, das sehr viel Stress, sehr viel Schwierigkeit durchgemacht hat. Kriege, Teilung, wirtschaftliche Krisen. Und in diesen schwierigen Zeiten, in diesen Zeiten von Stress und Angst, da war Gemütlichkeit das Deutsche standhielt. Gemütlichkeit war das Deutsche zusammenbrachte. Gemütlichkeit war das Deutsche half zu überleben. Und deswegen haben Deutsche eine so tiefe Verbindung zur Gemütlichkeit.
Deswegen ist Gemütlichkeit nicht einfach ein Konzept. Es ist eine kulturelle Überlebensstrategie. Es ist eine Art, mit der Welt umzugehen. Und das ist, und ich möchte das wirklich betonen, das ist nicht pessimistisch. Das ist nicht, wir erwarten Schwierigkeiten. Das ist, wir wissen, dass das Leben schwierig ist und deswegen schaffen wir Orte, physische und emotionale Orte, wo wir sicher sind, wo wir zusammen sind, wo wir Kraft sammeln können für die Schwierigkeiten, die kommen. Jetzt möchte ich dir etwas sehr Persönliches erzählen. Es gibt ein deutsches Sprichwort. Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. Das ist nicht einfach ein praktisches Sprichwort. Das ist eine Philosophie. Das sagt, die Welt kann kalt, grau und unangenehm sein, aber das ist nicht dein Problem. Dein Problem ist, dass du dich nicht richtig vorbereitet hast. Bereite dich vor, zieh die richtige Kleidung an und dann geh raus und genieße es. Aber es gibt ein anderes deutsches Konzept, das das Gegenteil ist. Und das ist die Gemütlichkeit-Philosophie. Die Gemütlichkeit-Philosophie sagt, die Welt kann kalt, grau und unangenehm sein. Und statt dich zu kämpfen, statt dich zu zwingen, draußen zu sein, komm rein. Komm in einen warmen Raum, mach es dir gemütlich. Und dann vergiss die kalte, graue Welt draußen. Und das ist das Schöne an Gemütlichkeit. Es ist nicht eine Flucht. Es ist eine bewusste Wahl. Es ist ein Verständnis dafür, dass manchmal das Beste, das du tun kannst, ist, einen warmen Raum zu schaffen. Einen Raum, in dem du und die Menschen, die du liebst, zusammen sein könnt, ohne Stress, ohne Druck, einfach zusammen. Und das führt zu einem sehr wichtigen Punkt. Es gibt einen kulturellen Unterschied zwischen Ländern, die Gemütlichkeit verstehen, wie Deutschland, wie Skandinavien, und Ländern, die sie nicht verstehen. In Ländern, die Gemütlichkeit nicht verstehen, wird Stress durch Aktivität bewältigt. Menschen machen mehr. Menschen tun mehr. Menschen versuchen, den Stress zu überwinden. Aber in Ländern, die Gemütlichkeit verstehen, da wird Stress durch Verlangsamung bewältigt. Durch die Schaffung von sicheren Räumen. Durch Verbindung. Durch Wärme. Und das ist psychologisch viel gesünder. Es gibt Forschung, tatsächliche psychologische Forschung, die zeigt, dass Menschen, die gemütliche Momente in ihrem Leben haben, weniger gestresst sind. Sie sind glücklicher. Sie haben bessere Beziehungen. Sie leben länger. Und das ist kein Zufall. Das ist biologisch. Das ist psychologisch. Das ist das, was Menschen brauchen. Und jetzt, zum Abschluss von diesem Kapitel, möchte ich dir eine Frage stellen. Wann warst du zuletzt wirklich gemütlich? Wann warst du zuletzt in einem Raum mit Menschen, die du liebst, ohne Stress, ohne Druck, einfach präsent? Wenn deine Antwort vor kurzem ist, dann gut. Dann lebst du gemütlich. Und wenn deine Antwort ich weiß nicht, ich kann mich nicht erinnern ist, dann ist es Zeit, das zu ändern. Es ist Zeit, dass du dir selbst die Gabe der Gemütlichkeit gibst. Es ist Zeit, dass du einen warmen Raum schaffst. Es ist Zeit, dass du deine Liebsten einlädst. Es ist Zeit, dass du dich hinmachst gemütlich. Weil das ist das dritte große Geheimnis, das die deutschen Wörter dir heute lehren.
Du brauchst nicht nur Arbeit. Du brauchst nicht nur Produktivität. Du brauchst Gemütlichkeit. Du brauchst Momente, in denen du nicht produzierst, nicht leistest, nicht kämpfst. Du brauchst einfach Momente, in denen du dich warm, sicher und geliebt fühlst. Und das ist nicht egoistisch. Das ist notwendig. Das ist menschlich. Wir befinden uns jetzt in einem sehr delikaten Moment. Wir haben gerade die Wärme und Sicherheit von Gemütlichkeit verlassen. Und jetzt kommen wir zu zwei Wörtern, die das Gegenteil von Gemütlichkeit sind. Oder naja, nicht das Gegenteil. Aber sie sind komplexer. Sie sind schwieriger. Sie sind Wörter, die dich hinausfordern, nicht dich beruhigen. Diese zwei Wörter sind Fingerspitzengefühl und Torschlusspanik. Und obwohl sie sehr unterschiedlich klingen, obwohl sie sehr unterschiedliche Gefühle darstellen, gibt es etwas, das sie verbindet. Sie beide zeigen, wie deutsch es ist, die Komplexität des Lebens zu verstehen. Lass mich mit dem ersten Wort anfangen, Fingerspitzengefühl. Stell dir vor, du sitzt in einem Büro. Es ist Montag morgens. Der Chef kommt herein. Und der Chef sieht müde aus. Der Chef sieht bedrückt aus. Und der Chef setzt sich hin und sagt, wir müssen reden. Deine Position wird aufgelöst. Das Unternehmen muss sparen. Morgen ist dein letzter Tag. Das ist eine schreckliche Nachricht. Das ist eine Nachricht, die dein ganzes Leben ändern wird. Und jetzt ist die Frage. Wie sagt der Chef dir das? Es gibt zwei Wege. Der erste Weg ist, der Chef sagt es einfach, wie ich es eben erzählt habe. Direkt. Kühl. Ohne emotionale Intelligenz. Der Chef gibt dir die Information und das war's. Das ist nicht grausam, aber es ist herzlos. Der zweite Weg ist anders. Der Chef sagt dir das. Aber bevor der Chef es sagt, schafft der Chef einen privaten Raum. Der Chef stellt sicher, dass niemand sonst hört. Der Chef setzt sich dir gegenüber hin, nicht hinter dem Schreibtisch, sondern auf gleicher Höhe. Der Chef schaut dir in die Augen und sagt, das ist keine leichte Nachricht und ich bedauere das wirklich. Aber ich muss dir sagen, dass deine Position aufgelöst wird. Das Unternehmen muss sparen. Aber weißt du was? Ich werde dir bei der Jobsuche helfen. Ich werde dir Referenzen geben. Ich werde für dich einstehen. Der zweite Weg, das ist Fingerspitzengefühl. Und Fingerspitzengefühl, das ist das vierte Wort, das dein Leben verändern wird. Weil Fingerspitzengefühl ist nicht einfach Tact oder Diplomacy. Das englische Wort Tact, das bedeutet nicht das Falsche zu sagen. Das bedeutet höflich zu sein. Aber Fingerspitzengefühl Fingerspitzengefühl ist etwas viel Tieferes. Das Wort etymologisch bedeutet Gefühl an den Fingerspitzen. Und das ist metaphorisch. Das bedeutet das Gefühl für die subtilsten, zartesten, empfindlichsten Dinge. Das bedeutet die Fähigkeit zu fühlen, was jemand anderes fühlt, ohne dass sie es sagen müssen. Das bedeutet psychologische Intelligenz auf einer extrem hohen Ebene. Fingerspitzengefühl ist die Fähigkeit, in einer schwierigen sozialen Situation das Richtige zu sagen, nicht weil du es in einem Buch gelernt hast, sondern weil du wirklich spürst, was die andere Person braucht. Fingerspitzengefühl ist die Fähigkeit, jemandem schlechte Nachrichten zu geben, ohne ihn zu verletzen.
Fingerspitzengefühl ist die Fähigkeit, eine heikle Angelegenheit zu verhandeln, ohne Drama zu schaffen. Und das ist, und ich möchte das wirklich betonen, das ist sehr deutsch. Deutsche haben eine hohe Kultur von Fingerspitzengefühl. Deutsche verstehen, dass die direkte Art, die berühmte deutsche Direktheit, nicht bedeutet, dass du herzlos sein musst. Deutsche verstehen, dass du ehrlich sein kannst und mitfühlend sein kannst. Und das Balancieren zwischen diesen beiden, das ist Fingerspitzengefühl. Jetzt lass mich dir ein konkretes Beispiel geben. Stell dir vor, du bist Paul. Paul ist Manager in einer deutschen Firma. Und Paul hat einen Mitarbeiter, sein Name ist Markus. Markus ist 50 Jahre alt. Markus hat 20 Jahre bei der Firma gearbeitet. Und Markus ist nicht mehr der beste Arbeit. Markus macht Fehler. Markus ist manchmal langsam. Markus ist nicht mehr auf dem neuesten Stand der Technologie. Und die Firma möchte Markus in eine andere Position versetzen. Eine weniger wichtige Position. Das ist eine schwierige Situation. Markus wird das nicht mögen. Markus wird das als Beleidigung sehen, und Markus könnte auch recht haben. Das ist eine Beleidigung. Sein Status wird sinken. Sein Gehalt könnte sinken. Aber Paul hat Fingerspitzengefühl. Und deswegen macht Paul das so. Paul setzt sich mit Markus hin in einem privaten Raum. Paul sagt nicht: Du bist zu alt, du bist nicht mehr gut genug. Paul sagt stattdessen: Markus, ich wertschätze deine 20 Jahre bei uns. Du hast großartige Dinge getan. Und ich sehe, dass sich die Arbeit verändert hat. Die Technologie entwickelt sich schnell. Und ich denke, dass es für dich besser sein könnte, in eine Rolle zu wechseln, die näher an dem ist, das du gerne machst. Eine Rolle, die weniger Druck hat. Eine Rolle, wo du dein Wissen weitergeben kannst. Ich möchte, dass du glücklich bist. Und ich denke, dieser Wechsel könnte das ermöglichen. Das ist nicht unehrlich. Das ist nicht eine Lüge. Das ist die Wahrheit mit Fingerspitzengefühl. Die Wahrheit, die Markus Würde respektiert. Die Wahrheit, die Markus Beitrag anerkennt. Die Wahrheit, die versucht, eine schwierige Situation so sanft wie möglich zu machen. Und das ist Fingerspitzengefühl. Jetzt möchte ich dir noch etwas über Fingerspitzengefühl erzählen. Es gibt einen psychologischen Aspekt davon. Wenn jemand Fingerspitzengefühl hat, wenn jemand die Fähigkeit hat, subtil zu kommunizieren, dann zeigt das, dass diese Person sehr intelligent ist. Nicht einfach intellektuell intelligent, sondern emotional intelligent. Diese Person hat verstanden, wie Menschen funktionieren. Diese Person versteht, dass Worte Kraft haben. Diese Person weiß, dass wie du etwas sagst, genauso wichtig ist, wie was du sagst. Und das ist auch sehr deutsch. Deutsche haben eine hohe Kultur von Kommunikation. Deutsche verstehen, dass Kommunikation nicht einfach Informationstransfer ist. Kommunikation ist Beziehungsaufbau. Und wenn du das vergisst, wenn du nur Information transferierst, ohne Beziehung zu bauen, dann hast du Fingerspitzengefühl nicht. Okay, aber jetzt kommen wir zum zweiten Wort. Und dieses Wort ist das Gegenteil von Fingerspitzengefühl. Oder, nicht das Gegenteil. Aber es ist das andere Extrem. Und dieses Wort ist Torschlusspanik. Torschlusspanik. Das ist ein Wort, das wörtlich Torschlusspanik bedeutet.
Das Tor schließt. Und du fühlst Panik. Warum? Weil wenn das Tor schließt, dann kannst du nicht mehr durchgehen. Wenn das Tor schließt, dann verpasst du deine Gelegenheit. Und Torschlusspanik, das ist ein sehr spezifisches Gefühl. Es ist nicht einfach Angst. Es ist nicht einfach Besorgnis. Es ist eine existenzielle Panik. Es ist das Gefühl, dass die Zeit abläuft. Es ist das Gefühl, dass die Chancen abnehmen. Es ist das Gefühl, dass du zu spät kommst. Stell dir vor, du bist Sophie. Sophie ist 38 Jahre alt. Sophie ist eine erfolgreiche Karrierefrau. Sophie hat alles für ihre Karriere geopfert. Und jetzt sitzt Sophie am Fenster und sie denkt, ich habe nie geheiratet, ich habe keine Kinder und ich bin 38 und die biologische Uhr tickt. Und plötzlich überfällt Sophie eine Panik. Eine Panik, dass die Zeit abläuft. Eine Panik, dass sie zu spät ist. Eine Panik, dass die Chancen auf Familie, auf Kinder, auf das Leben, das sie immer wollte, dass diese Chancen abnehmen. Das ist Torschlusspanik. Oder stell dir vor, du bist Marc. Marc ist 45 Jahre alt. Marc hat immer davon geträumt, ein Buch zu schreiben. Aber Marc hat immer zu viel gearbeitet. Marc hatte immer keine Zeit. Und jetzt sitzt Marc an seinem Schreibtisch und der denkt, ich bin 45 und ich habe noch kein Buch geschrieben. Und wenn ich es nicht bald tue, wenn ich es nicht in den nächsten 15 Jahren tue, dann wird es zu spät sein. Dann werde ich zu alt sein. Dann werde ich keine Zeit mehr haben. Das ist Torschlusspanik. Und Torschlusspanik, das ist nicht einfach Besorgnis über die Zukunft. Das ist etwas viel Tieferes. Das ist ein existenzielles Verständnis dafür, dass das Leben endlich ist. Das ist ein Verständnis dafür, dass die Chancen nicht unbegrenzt sind. Das ist ein Verständnis dafür, dass wenn du nicht jetzt handelst, wenn du nicht jetzt deine Träume verfolgst, dann könnten diese Träume für immer verloren sein. Und das ist, und ich möchte das wirklich betonen, das ist sehr deutsch. Deutsche haben eine sehr entwickelte Zeitbewusstsein. Deutsche verstehen, dass Zeit kostbar ist. Deutsche verstehen, dass die Gelegenheiten nicht unbegrenzt sind. Und deswegen haben Deutsche Torschlusspanik. Es gibt einen deutschen Philosophen, Martin Heidegger, der über das Konzept der Sein zum Tode spricht. Das bedeutet, dass Menschen sich bewusst sind, dass sie sterben werden. Und dass dieses Bewusstsein, dieses Wissen, dass wir endlich sind, dass das unser Leben formt. Dass das uns drückt, zu entscheiden, was wichtig ist. Dass das uns drückt, unsere Träume zu verfolgen, bevor es zu spät ist. Und Torschlusspanik, das ist genau das. Das ist das Gefühl, das Heidegger beschrieb. Das ist das Gefühl, dass die Zeit abläuft und dass du entscheiden musst, jetzt, was du mit deinem Leben tun willst. Jetzt möchte ich dir noch etwas über Torschlusspanik erzählen, das sehr wichtig ist. Es gibt einen kulturellen Unterschied, den viele Menschen nicht verstehen. In Kulturen, die nicht Torschlusspanik verstehen, in Kulturen, wo Menschen denken, dass sie unbegrenzt Zeit haben, da schieben Menschen ihre Träume auf. Sie sagen, ich werde morgen beginnen, ich werde nächstes Jahr beginnen. Und Jahre gehen vorbei und sie haben immer noch nicht begonnen. Aber in Deutschland, in einer Kultur, die Torschlusspanik versteht,
Da verstehen Menschen, dass die Prokrastination ein Luxus ist, den sie sich nicht leisten können. Deutsche verstehen, dass wenn du deine Träume verfolgst, wenn du dein Buch schreibst, wenn du dein Unternehmen gründest, wenn du deine Familie gründest, dann musst du es jetzt tun. Nicht später, nicht nächstes Jahr. Jetzt. Und das ist eigentlich sehr produktiv. Das ist eigentlich sehr motivierend. Torschlusspanik, für alles seine Schrecklichkeit, das ist auch ein Motivator. Das ist das, das Menschen treibt, ihre Träume zu verfolgen. Das ist das Menschen drängt, das Beste aus ihrer Zeit zu machen. Aber, und das ist wichtig, Torschlusspanik kann auch destruktiv sein. Torschlusspanik kann zu Angst führen. Torschlusspanik kann zu schlechten Entscheidungen führen. Sophie könnte sich gezwungen fühlen, jemanden zu heiraten, nur weil sie Angst hat, dass die Zeit abläuft. Marc könnte sich gezwungen fühlen, sein Buch überstürzt zu schreiben, nur weil er Angst hat, dass es zu spät ist. Und deswegen ist es wichtig, Torschlusspanik zu verstehen, aber nicht dich von ihr kontrollieren zu lassen. Es ist wichtig, das Gefühl anzuerkennen, ja, die Zeit ist endlich, ja, die Chancen sind begrenzt, aber dann zu entscheiden, wie werde ich mit diesem Wissen umgehen? Werde ich in Panik verfallen? Oder werde ich weise Entscheidungen treffen? Und das ist das Geheimnis von Torschlusspanik. Das ist nicht ein Gefühl, das dich kontrolliert. Das ist ein Gefühl, das dich informiert. Das ist ein Gefühl, das dir sagt, die Zeit ist kostbar, deine Träume sind wichtig, handle jetzt. Und dann ist es deine Verantwortung, weise zu handeln. Jetzt möchte ich dir noch etwas sagen, das sehr persönlich ist. Es gibt, und ich weiß das, es gibt ein universelles menschliches Erlebnis. Es ist das Erlebnis, älter zu werden und plötzlich zu verstehen, dass dein Leben begrenzt ist. Dass die Zeit, die du hast, nicht unbegrenzt ist. Dass die Chancen abnehmen. Und das ist schrecklich. Das ist angstmachend. Das ist deprimierend. Aber es ist auch, und das ist das Wichtige, es ist auch befreiend. Weil wenn du verstehst, dass dein Leben begrenzt ist, wenn du wirklich verstehst, dass deine Zeit kostbar ist, dann kannst du anfangen, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Du kannst anfangen, die Dinge zu tun, die dir wichtig sind. Du kannst anfangen, die Menschen zu lieben, die dir wichtig sind. Und das ist das Geheimnis, das Torschlusspanik dir lehrt. Das Geheimnis ist nicht, dass du Angst haben solltest. Das Geheimnis ist, dass dein Leben kostbar ist. Und du solltest es so behandeln. Und das ist das 5. große Geheimnis, das die deutschen Wörter dir heute lehren. Nicht alle Gefühle sind schön. Manche Gefühle sind schwierig. Manche Gefühle sind angstmachend. Aber alle Gefühle, auch Fingerspitzengefühl und Torschlusspanik, alle Gefühle haben etwas dir zu lehren. Und wenn du bereit bist, diesen Lektionen zu hören, wenn du bereit bist, diese Gefühle nicht zu fliehen, sondern sie zu verstehen, dann können sie dein Leben transformieren. Wir sind am Ende unserer Reise angekommen. Wir haben verstanden, dass Feierabend heilig ist. Wir haben verstanden, dass Sehnsucht das Herz aller Kunst ist. Wir haben verstanden, dass Gemütlichkeit eine Überlebensstrategie ist. Wir haben verstanden, dass Fingerspitzengefühl psychologische Intelligenz ist
und dass Torschlusspanik uns treibt, unsere Träume zu verfolgen. Und jetzt kommen wir zu dem letzten Wort. Und dieses Wort ist das tiefste, das dunkelste, das philosophischste Wort von allen. Dieses Wort ist Weltschmerz. Es ist Mitternacht. Ein Mann, sein Name ist Max, sitzt in einem Café. Das Café ist leer. Der Barista räumt auf. Max sitzt allein bei einer Tasse kaltem Kaffee. Und Max schaut auf die Straße hinaus. Er sieht Menschen, die nach Hause gehen. Er sieht Menschen, die gestresst aussehen. Er sieht Menschen, die müde aussehen. Er sieht Menschen, die allein aussehen. Und während Max diese Menschen sieht, während er beobachtet, wie das Leben sich abspielt auf dieser Straße, da kommt ein Gefühl über ihn. Es ist nicht Traurigkeit. Es ist nicht Melancholie. Es ist etwas viel Tieferes. Es ist etwas, das ihn durchdringt. Es ist ein Gefühl, das die ganze Welt, die ganze Existenz, die ganze Menschheit in sich enthält. Max sieht die Schönheit dieser Welt. Max sieht die Musik in den Straßen. Max sieht die Liebe, die Menschen füreinander haben. Max sieht das Gute. Aber Max sieht auch das Leiden. Max sieht die Einsamkeit. Max sieht die Ungerechtigkeit. Max sieht die Vergänglichkeit. Max sieht, dass all diese Menschen, die er sieht, dass sie alle sterben werden. Dass ihre Leiden temporär sind, aber auch, dass ihre Existenz temporär ist. Und Max wird auch sterben. Und alles, das Max aufgebaut hat, das wird auch vergehen. Und während Max das versteht, während Max diese Wahrheit völlig erfasst, da fühlt er sich überwältigt von einem Gefühl, das er nicht benennen kann. Es ist nicht Traurigkeit. Es ist mehr als das. Es ist eine kosmische Qual. Es ist eine existenzielle Schmerz. Es ist ein Verständnis dafür, dass die Welt voller Leiden ist und dass dieses Leiden fundamental, unvermeidbar, unveränderbar ist. Das ist Weltschmerz. Und Weltschmerz, das ist das 6. und letzte Wort, das dein Leben verändern wird. Weil Weltschmerz ist nicht einfach World Pain oder Cosmic Sadness. Weltschmerz ist eine ganze Philosophie. Weltschmerz ist eine ganze Weltanschauung. Weltschmerz ist das Gegenteil von Optimismus. Aber, und das ist wichtig, Weltschmerz ist nicht Pessimismus. Weltschmerz ist etwas viel Tieferes. Lass mich dir das erklären. Pessimismus, das ist der Glaube, dass alles schlecht ist, dass nichts gut wird, dass wir ohne Hoffnung sind. Aber Weltschmerz? Weltschmerz ist das Verständnis dafür, dass die Welt komplexer ist. Weltschmerz ist das Verständnis dafür, dass sowohl Schönheit als auch Leiden in der Welt existieren und dass diese beiden nicht getrennt sind. Weltschmerz ist das Verständnis dafür, dass die Welt nicht einfach gut oder schlecht ist, die Welt ist tragisch. Und das ist, und ich möchte das wirklich betonen, das ist sehr deutsch. Deutsche haben eine lange Tradition von Weltschmerz. Deutsche Philosophen, Schopenhauer, Nietzsche, Hegel, sie alle schrieben über Weltschmerz. Deutsche Dichter, Goethe, Heine, Rilke, sie alle schrieben über Weltschmerz. Deutsche Musiker, Wagner, Maler, sie alle komponierten Weltschmerz. Und das ist nicht zufällig. Das ist nicht nur Künstler, die gerne dunkel sind. Das ist ein fundamentaler Aspekt der deutschen Kultur. Deutsche haben verstanden, sehr früh, sehr tief, dass die Welt nicht einfach ist, dass die Menschheit nicht einfach ist,
dass das Leiden real und fundamental ist. Jetzt möchte ich dir ein konkretes Beispiel geben. Stell dir vor, du bist an einem Konzert. Es ist Beethoven. Es ist die 9. Symphonie. Es ist der Teil mit Ode an die Freude. Und während du dies hörst, während die Musik dir durchdringt, da fühlst du eine immense Schönheit. Du fühlst die Freude, die Beethoven in diese Musik gelegt hat. Du fühlst, dass die Welt, trotz allem, dass die Welt voller Schönheit ist. Du fühlst Hoffnung. Aber, und das ist das Wichtige, aber du weißt auch, dass Beethoven taub war. Du weißt, dass Beethoven in Leiden lebte. Du weißt, dass die Freude, die er in diese Musik gelegt hat, dass diese Freude aus dem Leiden kam. Dass diese Schönheit gegen das Leiden geschrieben wurde. Und dieses Verständnis, dass Schönheit und Leiden zusammengehen, dass dieses Verständnis ist Weltschmerz. Es gibt einen Begriff in der Philosophie, er heißt The Sublime, das Erhabene. Und das Erhabene ist ein Gefühl, das gleichzeitig schön und schrecklich ist. Es ist schön, aber es ist auch so groß, so überwältigend, dass es Angst macht. Und Weltschmerz. Weltschmerz ist das Erhabene. Weltschmerz ist ein Gefühl, das gleichzeitig schön und schrecklich ist. Stell dir vor, du stehst auf einem Berg. Der Berg ist sehr hoch. Die Aussicht ist atemberaubend. Du kannst für Kilometer sehen. Die Landschaft ist wunderschön. Und gleichzeitig, du merkst, dass du sehr klein bist. Du merkst, dass die Welt sehr groß ist. Du merkst, dass du in dieser großen Welt, dass du völlig unbedeutend bist. Und dieses Gefühl, das gleichzeitig schön und angstmachend ist, dass dieses Gefühl ist Weltschmerz. Jetzt möchte ich dir noch etwas über Weltschmerz erzählen. Es gibt einen psychologischen Aspekt von Weltschmerz, der mit Reife zu tun hat. Wenn junge Menschen, wenn Teenager, wenn sie zum ersten Mal Weltschmerz fühlen, dann denken sie oft, dass sie depressiv sind. Sie denken, dass etwas mit ihnen nicht stimmt. Sie denken, dass sie die Welt zu ernst nehmen. Aber die Wahrheit ist, Weltschmerz ist ein Zeichen von Reife. Weltschmerz ist ein Zeichen, dass du angefangen hast, die Welt wirklich zu verstehen. Weltschmerz ist ein Zeichen, dass du verstanden hast, dass das Leben komplexer ist als die Happy-End-Geschichten, die dir als Kind erzählt wurden. Und das ist nicht etwas, das du loswerden solltest. Das ist etwas, das du akzeptieren solltest. Das ist etwas, das du integrieren solltest. Es gibt einen deutschen Künstler und sein Name ist Caspar David Friedrich und er malte Bilder, die voller Weltschmerz sind. Seine Bilder zeigen Menschen, die auf Klippen stehen und auf unendliche Meere blicken. Seine Bilder zeigen Wanderer in dunklen Wäldern. Seine Bilder sind nicht fröhlich. Seine Bilder sind nicht optimistisch. Aber seine Bilder sind wunderschön. Und diese Bilder, sie zeigen genau, was Weltschmerz ist. Sie zeigen die Schönheit, die im Leiden liegt. Sie zeigen die Poesie, die in der Melancholie liegt. Jetzt möchte ich dir noch etwas sehr Wichtiges sagen. Es gibt einen Unterschied zwischen Weltschmerz und Depression. Depression ist eine Krankheit. Depression ist etwas, das dich am Leben hindert. Depression ist etwas, das behandelt werden sollte. Aber Weltschmerz?
Weltschmerz ist nicht eine Krankheit. Weltschmerz ist eine Philosophie. Weltschmerz ist eine Art, die Welt zu sehen. Weltschmerz ist ein Verständnis dafür, dass die Welt komplex, schmerzlich, aber auch wunderbar ist. Und Weltschmerz kann dir helfen zu leben. Weltschmerz kann dir helfen zu verstehen, was wichtig ist. Weltschmerz kann dir helfen, Mitgefühl zu haben für andere Menschen, die auch leiden. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt. Weltschmerz führt oft zu Mitgefühl. Wenn du wirklich verstanden hast, dass die Welt voller Leiden ist, dann entwickelst du ein tiefes Mitgefühl für andere Menschen. Du verstehst, dass jeder leidet. Jeder hat sein eigenes Leiden. Und deswegen kannst du andere Menschen mit Liebe behandeln. Du kannst andere Menschen mit Verständnis behandeln. Und das ist das Paradox von Weltschmerz. Es ist ein Gefühl, das dunkel ist, aber es führt oft zu Liebe. Es ist ein Gefühl, das pessimistisch ist, aber es führt oft zu Hoffnung. Kennst du das Gefühl? Kennst du dieses Gefühl, wenn du einen Film schaust, einen großartigen, traurigen Film, und am Ende sitzt du da und du fühlst dich kaputt? Du fühlst dich überwältigt von Emotionen? Und gleichzeitig fühlst du dich lebendig? Du fühlst dich verbunden mit der menschlichen Existenz? Du fühlst, dass das Leben, trotz seinem Schmerz, dass das Leben schön ist? Das ist Weltschmerz. Oder kennst du dieses Gefühl, wenn du spät nachts wach bist und du denkst über dein Leben nach? Du denkst über die Menschen, die du liebst. Du denkst über die Zeit, die verstreicht. Du denkst über die Dinge, die du gemacht hast, die du nicht gemacht hast. Und du wirst überwältigt von einem Gefühl, nicht Traurigkeit, sondern etwas Tieferes. Ein Verständnis dafür, dass das Leben kostbar und vorübergehend ist. Das ist Weltschmerz. Und jetzt, zum Abschluss von unserem 6. und letzten Kapitel, möchte ich dir das zusammenfassen. Ich möchte dir erklären, wie diese 6 Wörter Feierabend, Sehnsucht, Gemütlichkeit, Fingerspitzengefühl, Torschlusspanik, Weltschmerz, wie diese 6 Wörter zusammen ein Porträt der deutschen Seele malen. Deutsche verstehen, dass das Leben aus verschiedenen Phasen besteht. Es gibt die Phase der Arbeit und in dieser Phase respektierst du den Feierabend. Es gibt die Phase der Sehnsucht und in dieser Phase fühlst du dich nach etwas, das du nicht haben kannst. Es gibt die Phase der Gemütlichkeit und in dieser Phase bist du warm, sicher, verbunden. Es gibt die Phase, in der du mit anderen Menschen interagieren musst. Und in dieser Phase brauchst du Fingerspitzengefühl. Es gibt die Phase, in der du verstehst, dass die Zeit abläuft. Und in dieser Phase fühlst du Torschlusspanik. Und es gibt die Phase, die tiefste Phase, in der du verstehst, dass die Welt voller Leiden ist. Und in dieser Phase fühlst du Weltschmerz. Und alle diese Phasen, alle diese Gefühle, sie sind Teil des Lebens. Und Deutsche haben akzeptiert, dass das Leben alle diese Gefühle enthält. Deutsche haben gelernt, mit all diesen Gefühlen zu leben. Und Deutsche haben in ihrer Sprache Wörter für all diese Gefühle gefunden. Und das ist das 6. große Geheimnis, das die deutschen Wörter dir heute gelehrt haben. Das Leben ist nicht einfach. Das Leben ist nicht immer glücklich. Das Leben ist komplex, tiefgreifend, manchmal schmerzlich, aber auch wunderbar.
Und wenn du bereit bist, diese Komplexität zu akzeptieren, wenn du bereit bist, alle diese Gefühle zu fühlen, dann kannst du wirklich leben. Du kannst wirklich verstehen, was es bedeutet, menschlich zu sein. Jetzt möchte ich dir eine abschließende Gedanke geben. Es gibt ein deutsches Konzept, das sich Tiefgang nennt. Es bedeutet wörtlich tiefes Gehen. Es bedeutet tief zu gehen. Es bedeutet nicht an der Oberfläche zu bleiben. Es bedeutet, die Welt, deine Gefühle, dein Leben, alles tief zu verstehen. Und diese 6 Wörter, Feierabend, Sehnsucht, Gemütlichkeit, Fingerspitzengefühl, Torschlusspanik, Weltschmerz, diese 6 Wörter sind alle ein Akt des Tiefgang. Sie sind alle eine Einladung, nicht an der Oberfläche zu bleiben. Sie sind alle eine Einladung, tief zu gehen. Und wenn du diese Einladung annimmst, wenn du bereit bist, tief zu gehen, dann wirst du Deutschland verstehen. Du wirst verstehen, warum Deutsche die Art sind, die sie sind. Du wirst verstehen, dass Deutsche nicht kühl sind, nicht herzlos, nicht ohne Gefühle. Du wirst verstehen, dass Deutsche tiefgreifend emotional sind. Deutsche verstehen die Welt mit einer Tiefe, die viele andere Kulturen nicht erreichen. Und am wichtigsten, wenn du diese 6 Wörter verstehst, wenn du sie wirklich verstehst, dann wirst du dich selbst besser verstehen. Du wirst verstehen, dass die Gefühle, die du hast, die Sehnsucht, die Gemütlichkeit, die Torschlusspanik, die Weltschmerz, dass diese Gefühle normal sind. Diese Gefühle sind nicht etwas, das du loswerden musst. Diese Gefühle sind part of being human. Diese Gefühle sind deine Verbindung zur menschlichen Existenz. Und wenn du das verstehst, wenn du das wirklich verstehst, dann hast du das gelernt, das diese ganzen 60 Minuten dir beibringen wollten. Du hast gelernt, dass Sprache nicht einfach Worte ist. Sprache ist Weltanschauung. Sprache ist Philosophie. Sprache ist die Art, wie ein Volk denkt, fühlt, existiert. Und Deutsche haben mit ihren Wörtern eine ganze Kultur ausgedrückt. Eine Kultur der Tiefe. Eine Kultur des Tiefgang. Eine Kultur, die versteht, dass das Leben nicht einfach ist, aber dass es trotzdem schön ist. Also, wenn dein Leben sich verändert hat, während du diese 60 Minuten gehört hast, wenn dein Verständnis von Deutschland tiefer geworden ist, wenn dein Verständnis von dir selbst tiefer geworden ist, dann haben diese 6 Wörter ihre Aufgabe erfüllt. Und du kannst jetzt gehen und du kannst leben mit dem Wissen, dass es Worte gibt, deutsche Wörter, die deine Gefühle benennen. Es gibt Worte, die dir sagen, du bist nicht allein, deine Gefühle sind normal, deine Gefühle sind wunderbar. Und das ist das größte Geheimnis von allen. Das größte Geheimnis ist nicht, dass diese Wörter existieren. Das größte Geheimnis ist, dass diese Wörter dir zeigen, dass du nicht allein bist. Dass Millionen von Menschen, Deutsche, aber auch Menschen aus anderen Kulturen, dass Millionen von Menschen die gleichen Gefühle haben, die du hast. Und durch diese Wörter, durch diese Sprache seid ihr alle verbunden. Vielen Dank, dass du mir auf dieser Reise gefolgt bist. Vielen Dank, dass du bereit warst, tief zu gehen. Und ich hoffe, dass diese 6 Wörter, Feierabend, Sehnsucht, Gemütlichkeit, Fingerspitzengefühl, Torschlusspanik, Weltschmerz,
Ich hoffe, dass diese Wörter dir helfen, die Welt, Deutschland und dich selbst besser zu verstehen.